Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Dennis Bayern Arena. Zu einem kleinen News-Update zum Wochenende. Da kommen wir zum Anfang erst zu einem nicht so schönen Thema und zwar zur Verletzung von Lennart Kahl. Ja, der Youngster vom FC Bayern München sollte eigentlich für das Freundschaftsspiel, für den letzten großen Test vor der WM auch noch in der Startelf stehen gegen die USA am Samstag um 20:30 Uhr. Daraus wird leider nichts, wie gesagt. Lennart Kahl hat sich leider im Training vorher verletzt und jetzt auch klare Gewissheit und zwar ein Muskelbündelriss. Wie lange er ausfallen wird, ist noch nicht geklärt, noch nicht offen. Er ist auf jeden Fall erstmal zurück nach Deutschland geflogen und natürlich auch ja, tiefe Trauer erstmal im DFB-Lager und natürlich auch bei den Fans. Die große Hoffnung lag natürlich auch bei Lennart Kahl, der Youngster, der eine super gute Saison beim FC Bayern München gespielt hat und natürlich auch in der DFB-Mannschaft fest eingeplant war. Ja, Lennart Kahl überragte in den Spielen, die er für FC Bayern München und natürlich auch für die deutsche National gemacht hat, mit seiner Spiellaune und ja, seiner Unbekümmertheit und war natürlich auch der Leistungsträger in den letzten Spielen. Ja, auf diesem Wege erstmal natürlich eine gute Besserung an Lennart Kahl. Komm stark wieder zurück und natürlich auch fit wieder zurück, dass du hoffentlich auch denn für die neue Saison 2026/27 wieder startbereit für den FC Bayern München bist. Ja, Nachrücker in der DFB-Elf für den verletzten Lennart Kahl ist der Leipziger, der 20-jährige Hassan Ouedraogo. Ja, und ein weiterer Ausfall im DFB-Team muss auch Manuel Neuer verzeichnen. Auch er kann beim Freundschaftsspiel gegen die USA nicht dabei sein. Hoffentlich aber dann am Eröffnungsspiel bzw. dem ersten Spiel der Deutschen gegen Curaçao. Ja, kommen wir nun zu einem anderen Thema und zwar DFB-Pokal-Auslosung. Am Samstag 18 Uhr war es soweit und zwar auf der ARD live und das habe ich mir auch angeschaut und der FC Bayern München muss auswärts zum Zweitliga-Aufsteiger, der dieses Jahr aus der dritten Erster geworden ist, in die zweite Liga aufgestiegen ist, der VfL Osnabrück. Ja, es wird wahrscheinlich keine leichte Aufgabe sein für den FC Bayern München, aber wer den Pokal verteidigen möchte, muss natürlich auch die erste Runde überstehen. Und gespielt wird die Partie am 1. oder 2.9. Das ist nicht der erste oder das erste Pflichtspiel für den FC Bayern München, weil das wiederum ist gegen BVB Borussia Dortmund. Also das erste Pflichtspiel der Bayern ist am 22. August im Franz-Beckenbauer Supercup gegen den BVB. Also die Termine auf jeden Fall schon mal vormerken, damit ihr nichts weiter verpasst vom FC Bayern München. Ja, dann kommen wir zu ein paar Transfer-Updates und zwar Daniel Peretz, der 25-Jährige, wechselt fest zum FC Southampton für umgerechnet 8 Millionen Euro. Ja, er selber erhält dort einen 4-Jahres-Vertrag und konnte sich bei Bayern München nie so richtig durchsetzen, wurde ja auch immer eigentlich weiter verliehen und jetzt wünschen wir natürlich Daniel Peretz viel Glück in England und bleib gesund natürlich und danke für alles. Ja, noch eine News aus Spanien und zwar der Real-Präsident Florentino Perez möchte wiedergewählt werden und möchte bei einem Wiederwahl ja, auf den Transfermarkt zuschlagen und möchte einen Top-Transfer landen und er hat sich wohl Michael Olise vom FC Bayern ausgesucht und angeblich will er mit Real Madrid dann nächste Woche oder wenn er wieder gewählt wird, einen Transfervorschlag machen von umgerechnet 150 Millionen will er investieren und wie gesagt, laut Medienberichten soll es Michael Olise vom FC Bayern München sein. Die Bayern aber hingegen haben schon öfter erwähnt, dass sie Olise nicht verkaufen möchten und er für unverkäuflich ja, gilt beim FC Bayern München. Ja, dann wünschen wir natürlich Real Madrid viel Glück bei der Offerte. Ob ihr den Spieler bekommt, denke ich mal ja nicht. Und wir hoffen natürlich, dass es auch mit Olise in die nächste Saison geht beim FC Bayern München. So, das soll es erstmal gewesen sein von den News vom FC Bayern München. Alles rund um den FC Bayern München auf meinem Kanal Dennis Bayern Arena. Ich werde mir jetzt mal gemütlich jetzt das Freundschaftsspiel USA gegen Deutschland anschauen und hoffe, dass die deutsche Nationalmannschaft auch nochmal richtig im letzten Test vor der WM nochmal richtig loslegt. Gegen Finnland in der ersten Halbzeit war das noch nicht so ganz so der Fall. Wie gesagt, ich auch noch nicht so gehypt von der WM, aber das hoffe ich, wird sich auch ändern. Und ja, wenn ihr nichts weiter verpassen möchtet, dann abonniert und liked doch einfach mal meinen Kanal und erzählt es euren Freunden weiter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Also noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.